Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Im 6. Jahrhundert nach Christus ist es Kaiser Justinus II. Von Byzanz, der die beiden barbarischen Stämme der Langobarden und der Gepiden nach jahrelangen Intrigen gegeneinander ausspielt, aus Furcht, sie könnten seinem eigenen Reich bedrohlich werden. Nach einer entscheidenden Schlacht, in der die Langobarden unter Führung ihres Königs und Heerführers Albuin die Oberhand gewinnen, ist es gerade Albuin, der auch die Strategie der Byzantiner im Hintergrund erkennt und so dem König der Kippiden, König Kunimund, den Frieden anbietet, unter der Voraussetzung, er gibt ihm die Hand seiner Tochter Rosamunde. Was niemand ahnt, ist, dass Rosamunde bereits eine Beziehung zu dem Heerführer der Gepiden führt, Al-Machi, mit dem sie auch bereits einen Bastardsohn hat, von dem keiner weiß. Was folgt, ist ein Intrigen- und Ränkespiel, gepaart mit Schlachten und Scharmützeln, und es gilt, die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt auszuspielen. Albuin, König der Langobarden, ist ein italienischer Abenteuerfilm, ein Sandalenfilm aus dem Jahr 1961 mit 97 Minuten Spieldauer. Wir haben hier in den Hauptrollen Jack Palance als Albuin, wir haben Eleonora Rossi Drago als die Königstochter Rosamunde, wir haben Guy Madison als Amalachi und in einer weiteren Rolle noch Carlo D'Angelo als diesen Berater Faliske. Ähm, Albuin war bereits oder ist einer von drei Filmen, die ich sag schon Jack Panzer hier, Jack Palance, Jack Palance im Bereich des Sandalenfilms in einer Hauptrolle absolviert hat. Die anderen beiden waren die Mongolen und Rewag-Sklave von Karthago aus dem Jahr 1960. Die Mongolen wurde im gleichen Jahr 1961 gedreht wie Albuin. Die Produktion war durchaus nicht unproblematisch, gerade weil Jack Palance war bekannt als ein etwas, naja, sagen wir mal, Schauspieler, der durchaus schwierig sein konnte. Und so war es auch, dass Regisseur Carlo Campogalliani mit Jack Palance nicht wirklich gut klarkam. Am Ende war man an einer Situation, wo man die Dreharbeiten, die für 5 Wochen angesetzt waren, schon weit überschritten hat. Und am Ende musste dann Co-Regisseur Romulo Guiri die restlichen Szenen, wo es um Jack Palance in der Hauptrolle ging, noch zu Ende drehen. Und naja, man hat es aber irgendwie dann wohl doch noch hinbekommen, denn das Resultat ist ein relativ ordentlich guter Film, der sogar recht blutig, sagen wir mal in einer comicartigen Weise recht blutig ausfällt. Das Ganze hat man so sandalenfilmmäßig, sieht man nicht oft. Ähm, Die Story hinter dem ganzen Albuin, König der Langobarden, basiert auf historischen Hintergründen. Es gab die Figur des Albuin natürlich wirklich. Ähm, aber wie üblich ist das Ganze hier bisschen freier gedeutet. Man sollte sich vielleicht mal selbst damit mit dem Thema bei Interesse beschäftigen, nachlesen. Dazu gibt es genug entsprechende Literatur. Aber es sind entscheidende Züge der Geschichte oder dieser italienischen Tragödie durchaus hier auch korrekt hinterlegt. Wir haben in den Hauptrollen ja noch den Darsteller Guy Madison, den man vielleicht aus dem einen oder anderen Western-Film kennen könnte, der hier neben Jack Palance quasi die Rolle des, wenn man hier von Helden und Schurken sprechen will, dann haben wir hier die Rolle des Helden. Und es ist ja auch eindeutig eine Aufteilung zu erkennen, dass Guy Madison hat mehr die Szenen im Film, die physischer Natur darstellen. Die macht er auch wirklich recht gut. Es gibt eine Szene, wo er ein Dorf, ein weiteres Volk auf seine Seite ziehen muss und dazu eine Prüfung ablegen muss, wo er sich über eine Schlucht an einem mit Dornen bestickten Seil hangeln muss. Ja, also er hat auch mehr Kampfszenen als Jack Palance in dem Film, aber es ist am Ende doch so, dass Guy Madison die Rolle gegenüber
der Figur von Jack Palance nicht so ganz tragen kann. Jack Palance ist zu groß und zu dominant als Darsteller. Da kommt ein Guy Madison leider nicht ganz ran. Und so haben wir hier irgendwie ein Ungleichgewicht, wie man es eigentlich aus Filmen nicht so kennt, zwischen Held und Schurke, wo eigentlich jetzt der Schurke des Films, nämlich Albion, der wirklich mehr der Star des Films ist, und wenn man ihn jetzt als Schurken sehen will, ist natürlich immer im Auge des Betrachters, und historisch gesehen ist das natürlich jetzt alles wieder, ja, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, wir kennen das ja, und mehr brauchen wir zu dem Thema nicht sagen. Ähm, Es gibt eine entscheidende Szene bei der Eheschließung zwischen Albuin und Rosamunde. Gibt es eine Szene, in der Albuin Rosamunde einen Kelch, einen ganz bestimmten Kelch hält. Das gilt quasi als Symbol der Eheschließung, auch als Beweis ihrer Treue ihm gegenüber. Ich will die Szene deswegen hervorheben, weil es eine sehr mächtige Szene ist, die auch einen historischen, wirklichen Hintergrund hat. Mehr will ich dazu nicht sagen, lasst euch überraschen, wenn ihr den Film seht. Könnt ihr aber auch nachlesen, ist auch in der historischen Tragödie so wiedergegeben. Es gibt noch die Figur des Verlisk. Das ist der typische intrigierende Berater, der von den Byzantinern am Hof der Gepiden eingesetzt ist, um hier quasi gegen die Langobarden. Er hat es zu Beginn des Films ja auch geschafft, dass er überhaupt die Gepiden in diesen Krieg gegen die Langobarden gebracht hat. Die Rolle spielt Carlo D'Angelo relativ gut. Man will jetzt vielleicht nicht sagen wie Grima Schlangenzunge aus Der Herr der Ringe, aber es ist eine recht gelungene Performance von dem Darsteller, die mir sehr gut hier gefallen hat. Er ist eben eine Figur, die im Gegensatz zu Albuin und Almachi eher auf schwacher physischer Natur darstellt, ganz klassisch, aber stark im Geiste. Aber er hat eine Achillesferse. Er sieht einfach die barbarischen Stämme als wesentlich den Byzantinern unterlegen. Und das ist halt etwas, was eben noch gegen ihn arbeitet. Na, wo können wir jetzt den Film eigentlich einordnen? Albuin, König der Vagabunden, ist ein Film für Freunde des Sandalenfilms, würde ich sagen. Bekommt er hier das Beste aus zwei Welten. Ihr bekommt Action und ihr bekommt Drama. Das Ganze ist solide und routiniertes Handwerk. Da kann man nichts sagen. Es ist quasi so eine Art auf Hochglanz polierte Durchschnittskost aus dem Sandalenbereich. Der Pluspunkt, und das ist ganz eindeutig, ist hier natürlich die Performance von Jack Palance, der wirklich auch den Heerführer und König entsprechend dominant darstellt. Übrigens ganz interessant, in einer Nebenrolle als Ulderio, den Bruder von Albion, spielt hier auch Ivan Palance mit. Ja, der Name kommt ja von irgendwoher. Das ist wirklich der Bruder von Jack Palance, der hier in der Nebenrolle tätig ist. Auch mal interessant, das zu sehen. Ich wusste es auch nicht. Fand ich ganz amüsant als Nebeninformation. So, wie gesagt, solider Film. Ich würde sagen, ich gebe dem Film zumindest, er hat mich gut unterhalten, 5,5 von 10 Punkten. Und würde mal sagen, wenn man Freund dieses Genres ist und oder Jack Palance Fan, dann kann man hier durchaus ein Auge riskieren. Das war's mit meiner Review hier schon wieder. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und schaut euch mal wieder einen richtig guten Film an. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.